Schön, dass du mit dabei bist. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich mich nochmal bei denjenigen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass es dieses Projekt überhaupt so gegeben hat. Danke an allererster Stelle an Robert Mark Lehmann, an den Mission Erde e.V. und auch an die Mission Erde Community. Denn ohne euch hätten wir niemals so ein umfangreiches und auch erfolgreiches Projekt starten können. Danke an alle weiteren Sponsoren, an Sachsenquelle GmbH, an Geisler Reisen GmbH und vor allem an Gigi Freedom, der diesmal dafür sorgt, dass es diesen Film überhaupt gibt, der für coole Kameramomente gesorgt hat. Schaut gerne mal auf seinem Insta-Kanal vorbei. Und vor allem zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die aktiv mit daran teilgenommen haben und dafür gesorgt haben, dass die Welt jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser ist. Und damit würde ich sagen, Film ab. Ja, nachdem feststand, dass Robert Mark Lehmann uns das Go für das Projekt gibt, habe ich mich mit Chris im Dezember zusammengesetzt. Wir haben überlegt, wo könnten wir das Cleanup durchführen, haben uns potenzielle Orte rausgesucht, haben überlegt, in welchem Zeitraum wäre es am günstigsten, haben uns wieder auf den März geeinigt, weil wir das natürlich eigentlich jedes Jahr im März machen. Das Wetter passt meistens, die Temperaturen sind schon ein bisschen wärmer und die Sträucher und so weiter sind noch nicht so komplett zugewachsen. Haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das im März machen. Wie viel Müll hier drin rumschwimmt. Wie viel Flaschen, wie viel... Ja, das ist jetzt alles durch die Flut hier zusammen nochmal gespült worden, so. Aber egal, wo du hinguckst, du siehst nur Müll. Kleinmüll, großen Müll. Es ist alles voll, guck mal, bis da rein, komplett. Heftig. Ich bin schon sehr traurig. Das wollte ich eigentlich alles herausholen. Es war alles trocken. Die ganzen letzten Wochen hat es gepasst. Jetzt kam die Flut oder die erhöhten Wasserstände und jetzt schwimmt alles hier in dieser Brühe drin und wir können es nicht mal rausholen. Und guck mal, da drüben hast du so diese steile Küste. Da hast du so viele Eisvögel auch drin oder Vögel, die da drinnen bebrüten. Naja, wenn es jetzt aber durch vermehrte Hochwasser alles kaputt gemacht wird, kann es halt auch passieren, dass die Lebensräume der Tiere so ein bisschen zerstört werden, aber bisher hat man hier eine super krasse Artenvielfalt. Das gefällt mir. Ja, ich habe dann zwischenzeitlich mit Gigi, meinem Kameramann, schon gesprochen, habe gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, wir können das nicht durchführen. Und er hat gesagt, warte mal noch ab, das Wetter, in 2 Wochen sieht das vielleicht noch mal komplett anders aus, aber ich war da und das Wasser ging mir hier bis zur Brust und ich dachte, nee, das wird nichts. Mal gucken, was Chris dazu sagt. Aber das Ding ist halt, die Leute müssten ja auch hier rüberkommen, theoretisch. Die müssten ja über den Fluss, wo wir jetzt drüber geklettert sind, hierher kommen oder ich weiß nicht. Man kommt ja hier auch nicht rein so an sich. Ich habe auch keine Ahnung, wie tief das jetzt hier ist. Ich denke, es geht. Man könnte hier durchlaufen oder langlaufen, aber die Leute müssten ja auch erstmal hierher kommen. Wir müssten das ja irgendwie in Säcke packen oder zusammensammeln. Ich weiß nicht, wie wir von da rankommen, aber ich glaube, selbst von dieser Stelle da drüben aus können wir nicht hier ran, weil das halt so diese Halbinsel ist. So, und der kam dann trotzdem aus der Schweiz hierher. Wir sind dann zu zweit erstmal in die Gebiete gefahren und haben uns quasi erst noch mal ein Bild verschafft. Und da war das Wasser schon wieder richtig weit unten. Und ich dachte mir so, krass, wie schnell das Wasser wieder weg ist. Vielleicht können wir das doch durchführen. Und Gigi meinte, wir ziehen das durch, guck dir das an. Ich habe mir das nochmal angeguckt und dann habe ich so gedacht, wir machen das. Wir ziehen das jetzt durch, scheiß drauf, bis nächste Woche ist das Wasser vielleicht komplett weg oder zumindest der große Teil. Und dann können wir da rein und wir ziehen das einfach durch. Let's go. Ich hatte sozusagen eine Schulklasse aus Halle und 4 Schulklassen aus meiner Region hier. Und da habe ich das so gemacht, ich bin früh sozusagen erstmal in die Schule gefahren und wir haben uns erstmal eine Stunde zusammengesetzt und ich habe denen das Projekt erklärt, ich habe denen erklärt, worum es überhaupt geht, was wir heute machen. Gut, einen wunderschönen guten Morgen. Also, Project T, so nennt sich das Ganze. T steht für Tons, so haben wir uns den Projektnamen überlegt. Ist quasi ein Müllsammelprojekt und ist ein kleineres Projekt, was quasi unter dem Projekt Padawan steht. Wir gehen heute Müll sammeln eigentlich, was ein bisschen komisch klingt, weil die meisten werfen den Müll ja weg, anstatt ihn eigentlich einzusammeln. Und warum es enorm wichtig ist, auch Müll zu sammeln. Wir haben darüber gesprochen, nicht nur Müll zu sammeln, wie man selber aktiv werden kann, ist natürlich klar, sondern wir haben auch darüber gesprochen, dass man auch bei anderen Punkten, zum Beispiel, was kaufe ich für Sachen ein,
Wie konsumiere ich, was konsumiere ich, dass man auch da schon anfangen kann. Wie kann man auch alleine mal Müll sammeln. Beim Spazierengehen zum Beispiel. Einfach mal einen kleinen Sack mitnehmen und mal rechts, mal links gucken an den Straßen. Da liegt schon genügend rum. Man muss nicht immer in diese krassen Naturgebiete. Man kann auch wirklich mal vor der Haustür gucken. Die sind dann mit dem Bus bis nach Mörtitz, sind ausgestiegen, mussten noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde bis zur Einsatzstelle laufen. Und dann ging es auch schon direkt los. Die alle schon rumtümmeln. Wahnsinn. Die sind richtig begeistert. Die sind voll in Action. Also auch mit der ersten oder mit den ersten beiden Schulklassen, mit denen ich da war. Ich konnte nicht mal noch irgendwas sagen. Die sind schon los. Ich habe noch nicht mal Go gesagt und die haben schon angefangen, überall Müll zu suchen. Es ging wirklich ratzfatz. Der eine da, der andere dort. Schon da die Gruppen. Überall waren sie schon verstreut. Ich musste gar nichts mehr sagen. Die waren so aktiv und so krass unterwegs. Das konnte ich selber nicht glauben am Anfang. Ich wollte eigentlich mal ein kurzes Briefing machen, wollte sagen, das ist das Gebiet ungefähr. Man hat den Müll natürlich schon von Weitem gesehen, ist klar, aber ich konnte nicht mal was sagen. Die sind sofort losgestürmt, in alle Ecken und Enden gelingen. Wir haben der Bereich geht sozusagen von da drüben aus bis da drüben. Da drüben haben wir gestern gesammelt, da liegt nicht mehr ganz so viel, aber da liegt trotzdem immer noch was. Es ist Wahnsinn, es ist so viel, aber die Kinder die sind so krass drauf und so in Action, richtig gut, ich bin begeistert. Super, Dankeschön. Hier steht so viel drauf zum Thema Entsorgung und Gefahrenhinweise, aber es liegt in der Natur. Also es war sowohl natürlich für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Akt, diesen Müll überhaupt da rauszuholen, aber es war auch für die ein Erlebnis, da überhaupt in die Natur erstmal rauszugehen. Das Ding sieht auch wunderschön aus. Können wir der Stadt gehen wir im Dorf zurück. Das ist krass. Was hier alles rausgeholt wird, das ist Wahnsinn. Der Anhänger wird nicht reichen auf jeden Fall. Ja, perfekt. So, wir stellen uns jetzt alles rein. Geht doch! Ja! Ich war richtig baff, wie aktiv die waren. Das ist wirklich, also es hat mich umgehauen an dem Tag. Es hat mich wirklich umgehauen. Ja, mit den Schulklassen, das war dann schon eine Fläche 15 bis 20 Hektar circa, die wir da angefangen haben zu reinigen und zu säubern, wo wir auch alles gefunden haben. Autoreifen, fette, große Tonnen, Kanister, normal Verpackungsmüll, Bälle, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt eigentlich nichts, was da nicht gelegen hat. Chemikalien, Lacke, Farben und so weiter, das ist alles da mit drin gewesen. Schläuche, Netze, Angelschnur, alles zusammen. Es ist einfach eine Katastrophe gewesen, muss man sagen. Es sah ein bisschen aus wie auf dem Schlachtfeld. Das ganze Gebiet voller Müll. Ich finde einfach keine Worte dafür. Es ist ein Naturschutzgebiet und es liegen da Tonnen von Müll drin. Aber es haben alle so gut mitgemacht und sind alle so auch zufrieden, auch generell mal draußen zu sein in der Natur und auch mal was zu sehen. Oh, da ein Vogel oder da ist ein Tier. Win-Win-Situation. Eine Minute ganz kurz Ruhe. Also, ihr habt ja gesehen, was ihr hier zusammengesammelt habt. Das ist jede Menge und ich möchte euch erstmal dafür Dankeschön sagen, dass ihr heute mit hier wart und mitgeholfen habt, das hier rauszuholen. Es ist jede Menge, wie ihr gesehen habt, und es gibt immer noch, bis dahinter liegt immer noch überall was. Das mache ich dann mit denen morgen sozusagen, mit den anderen beiden Schulklassen. Und dann haben wir hier einiges zusammengesammelt. Ihr geht jetzt gleich zurück. Noch eine kleine Überraschung für euch dann später, aber das machen wir dann.
Ja, es war wirklich verrückt. Also das ging zack auf zack. Ich stand da am Autohänger. Ich dachte mir, ich komme jetzt mit euch zusammen mit. Wir sammeln zusammen Müll. Aber die haben säckeweise Müll rangeholt innerhalb von Sekunden. Da stand ich da und dachte mir so, nee, jetzt musst du erstmal anfangen, den Autohänger zu beladen. Ich ständig am Beladen. Irgendjemand gibt mir immer was hoch. Das Neue kam an. Es war einfach ein fliegender Wechsel und plötzlich war der Hänger voll nach einer halben Stunde. Dadurch, dass der Anhänger jetzt schon rappelvoll ist, müssen wir den Rest jetzt erstmal hier kurz sammeln. Ladungssicherung, ne? Deutschland, Safety first. Danke. Für nichts. Ja, war jetzt. Easy peasy, lemon squeezy. Yeah. Ich bin begeistert, dass die alle so mitgemacht haben und so am Rumhasseln gewesen sind. Wie begeistert die waren, dass sie mit so einem Fass hier ankommen. An der Stelle auf das Problem aufmerksam machen, dass wir da Massen an Müll rausgeholt haben und dass die Kinder uns dabei unterstützt haben. Vorher das Briefing in der Schule, dass wir nochmal durchgegangen sind, warum ist es überhaupt wichtig, Müll zu sammeln. Wie kann man selber aktiv werden, wenn man allein ist zum Beispiel, nicht in so einer großen Gruppe wie heute. Was kann man auch da tun, zum Beispiel selber so ein bisschen darauf achten, was man kauft für Verpackungen und so weiter, weil heutzutage ist alles dreimal in Plastik eingewickelt. Da kann man schon mal anfangen zu gucken, ja, was kaufe ich eigentlich, was konsumiere ich und schlussendlich natürlich die Erwachsenen, was produziere ich. Also da sollte natürlich auch langsam mal ein bisschen mehr was gemacht werden, damit man eben da alternative Verpackungsmethoden findet, damit nicht der ganze Plastikmüll entsteht, der jetzt hier drinnen in der Natur liegt. So, jetzt kommt gleich noch der Eiswagen. Die Kitties, die laufen momentan noch da hinten, die kommen gleich hier an. Und dann gibt es für jeden noch als kleines Dankeschön eine Kugel Eis. Ihr dürft euch jeder 2 Kugeln mitnehmen. Nachdem die Schulklassen waren dann irgendwann fertig, sind wir dann nach Hause gefahren und ich musste mir dann natürlich mit meinem Kameramann noch die Arbeit machen, den Müll zum Container schaffen, nochmal zurück ins Einsatzgebiet fahren und dann wieder zum Container, weil wir die zweite Fuhre Müll wegbringen mussten und das natürlich auch an beiden Tagen. War der Anhänger rappelvoll nach einer halben Stunde und das war's. Deswegen mussten wir den Großteil dann da behalten und sammeln und dann nochmal dahin fahren und den Müll nochmal wegschaffen. Aber so ist es halt. In der Woche mit den Schulklassen, am Wochenende mit den Erwachsenen. Und somit fand am Samstag sozusagen das große Cleanup statt. Was heißt groß? Ich würde sagen, die Schulklassen waren schon größer. Es waren insgesamt 120, 130 Schülerinnen und Schüler ungefähr. Und die Erwachsenen, wir waren zu 20 ungefähr. Sind dann losgestiefelt, waren auch im Gebiet der Mulde unterwegs. Jetzt kommt der Eiswagen. Das heißt, ihr dürft euch gerne 2 Kugeln Eis mitnehmen. Als kleines Dankeschön im Voraus. Und ich hoffe, der Weg wird dann ein bisschen angenehmer für euch. Stellen wir erstmal die ganzen Säcke, die wir gesammelt haben, erstmal auf die andere Seite des Bachs. Das tragen wir dann erst am Ende rüber. Zur Not machen wir das dann auch zu zweit oder zu dritt. Da braucht ihr euch jetzt keine Gedanken machen, nicht, dass ihr jetzt jedes Mal versucht, da hin und her zu laufen. Beziehungsweise wir haben jetzt die Behelfsbrücke gebaut. Man kommt gut drüber, ohne dass die Füße großartig nass werden. Hier sind auch noch welche drin, könnt ihr euch welche rausnehmen, falls jemand welche braucht. Ansonsten Getränke, bedient euch, wenn ihr Durst habt. Und dann wünsche ich gutes Gelingen. Ich sag euch, wenn ihr Geruchsfernsehen hättet, das riecht richtig eklig. Es riecht
Es ist eine Mischung aus Müll, Verwesung. Einfach ekelhaft. Dann ist es krass, wie viel hier immer noch drin rumschwimmt. Deswegen müssen wir uns beeilen, dass wir in den paar Stunden, die wir jetzt haben, so viel wie möglich hier einfach rausholen. Oi, Nudeln, Nudeln. Auch eine krasse Sache ist, wir können gar nicht diese Mengen an Müll hier trennen. Wir müssen alles in einen Sack hauen oder alles wird generell zum Schluss zusammen entsorgt. Das ist noch ein Ding, was mich ein bisschen nervt, aber das können wir einfach nicht ändern. Wir haben viel zu viel von allem. Es ist einfach so krass, es schwimmt einfach. Es ist einfach ein Teppich voller Müll. Ich bin einfach die ganze Zeit nur am Abschöpfen. Hier dieses Styroporzeug, was auch in so kleine Teile zerfällt. Große Kanister. Ne? Ist es das? Ist es die jährliche Es ist die jährliche Flaschenpost. Chris, wir haben eine Flaschenpost. Es ist wirklich total witzig. Wir finden jedes Jahr mindestens eine Flaschenpost. Hier steht auch was drin. Also es ist ein gemaltes Bild, so wie es aussieht. Schauen wir nachher mal rein auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde mir die Reifen auch erstmal da behalten und als Transportmittel nutzen. Hier kann ich auch den Sack draufstellen. Jetzt kann ich damit hier überall rumschwimmen und erstmal so einen Sack voll machen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Oha, ist das viel. Das ist wirklich sehr viel. Ihr wart da fleißig. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja, mit so viel habe ich nicht gerechnet. Ach du Kacke. Ich bin sprachlos. Passt das in deinen Container? Das passt bei weitem nicht. Das passt wahrscheinlich nicht mal in einen leeren Container. Oh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das, was ich dazu sagen möchte, ist auf jeden Fall Danke, dass ihr mitgeholfen habt. Weil es ist immer noch so viel da drin. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ihr habt so gut heute mitgeholfen, dass so ein Berg hier nochmal zustande gekommen ist. Echt großes Dankeschön. Danke. Hi du, ich bin Sarah. Toll, dass du die Flaschenpost gefunden hast. Wenn du mehr wissen willst, ruf mich an. Ja, also eigentlich wollte ich das noch holen, was ich da jetzt rausgefischt habe. Es liegt jetzt zumindest noch am Rand. Das würde ich noch herholen. Aber ansonsten ist jetzt, ich bin auch kaputt. Ich bin wirklich kaputt von den ganzen letzten Tagen auch schon. Eigentlich nur Müll sammeln. Die ganze Zeit immer irgendwo hinrennen und wieder was rausholen. Und irgendwann ist mal platt. Ich bin wirklich kaputt. Ich brauche jetzt erstmal entweder ein Bier, ist noch Bier da? Dann nehme ich ein Bier. Ansonsten Sachsenquelle, Mineralwasser. Das Beste gegen Durst.
Danke, dass ihr mit dabei wart und zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und ansonsten hoffe ich, dass ich auch bei euch ein bisschen was erreicht habe und ihr so ein bisschen darauf achtet, wie ihr zum einen selbst mit euch umgeht, was ihr kauft, was ihr konsumiert und zum anderen einfach auch mal bei euch zu Hause guckt, was liegt rum. Nehmt einen Müllsack mit zum Spazieren und Kleinigkeiten, weil das ist ja schon eine Riesenmenge. Aber da könnt ihr auch schon einen kleinen Beitrag zumindest leisten. Bis zum nächsten Mal. Dieser Film wurde präsentiert von der Sachsenquelle GmbH aus Eilenburg. Hier gibt es die perfekten Getränke für deine Erfrischung. Und mein persönlicher Favorit, Lemon aus der Glasflasche. Ohne Zucker, ohne Süßstoff, probieren lohnt sich. Es gibt aber auch noch jede Menge leckere andere Sorten. Vielen Dank auch an Geisler Reisen GmbH, die dafür gesorgt haben, dass die Schulklassen sicher in die Einsatzgebiete kommen. Schaut ihr gerne mal auf die Webseite vorbei. Hier findet ihr passende Angebote für eure nächste Klassenfahrt, euer nächstes Firmen-Event oder vieles weiteres. Vielen lieben Dank.